Mit einer Sonderedition der Monaco zum Grand Prix von Las Vegas lanciert TAG Heuer einen neuen skelettierten Chronographen im Zusammenhang mit der Formel 1. Ausgestattet mit einem schwarzen Titangehäuse, Manufakturwerk und schicken Leuchteffekten. Da wir mit TAG Heuer bei diesem Video kooperiert haben, können wir den Monaco Chronograph direkt zum Launch zeigen. Und das machen wir jetzt. Am 22. November bzw. 23. nach deutscher Zeit verwandelt sich die Innenstadt von Las Vegas wieder in eine Rennstrecke für die Formel 1. Das Rennen findet passend zum Vegas Lifestyle mitten in der Nacht ab 22 Uhr statt und hat damit eine ganz besondere Ästhetik. Neonlicht und Leuchtreklame inklusive. Passend dazu ist auch die auf 600 Exemplare limitierte Variante der Monaco gestaltet, denn nicht nur ist das 39×39 mm Titangehäuse des Rennchronographen vollends und per DLC nachtschwarz beschichtet, sondern es trägt auf dem skelettierten Zifferblatt auch verschiedenfarbiges Superluminova, das in der Nacht wie auch Las Vegas in verschiedenen Farben erstrahlt. Neben der weißen Minuterie, den hellblauen Stundenmarkern und den Zeigern für die Chronographenfunktion sowie den grünen Stunden- und Minutenzeigern sind auch Teile des Zifferblatts und die Datumsanzeige mit blauem Nachleuchtmittel hervorgehoben. Aber auch im Licht hat der skelettierte Chrono einiges zu bieten, denn zwischen den freien Flächen im Zifferblatt lässt sich ein erster Blick auf das verbaute Manufakturkaliber TH2000 von TAG Heuer erhaschen. Zusätzlich zu den bereits genannten Zeigern gibt es etwas unscheinbarer noch eine kleine Sekunde über der 6. Auch die umlaufende Datumsanzeige bzw. die Scheibe dafür ist übrigens skelettiert. Die Stege bzw. das, was vom Zifferblatt übrig geblieben ist, sind außerdem mit einem Farbverlauf von dunkelblau nach pink oder lila versehen und der Aufdruck Monaco wird durch ein aufgesetztes TAG Heuer Logo ergänzt. Die Monaco ist vor allem durch ihren Auftritt im Jahr 1971 erschienenen Kinofilm Le Mans und am Handgelenk von Hauptdarsteller Steve McQueen berühmt geworden. Zu diesem Zeitpunkt war das Modell allerdings schon seit 2 Jahren auf dem Markt und eine der ersten Modelle mit automatischem Chronographenwerk, dem Calibre 11. Das war eine Kooperation von verschiedenen Firmen, darunter neben Heuer auch Breitling, Leonidas, Hamilton Büren und Dubois Depraz. Das Werk an sich war eine Modulkonstruktion und wird in dieser Form heute nicht mehr gebaut. Nachdem TAG Heuer dann einige Zeit wie auch andere Uhrenmarken oder eigentlich alle auf die Valjoux-Architektur gesetzt hat, gibt es seit 2 Jahren mit dem TH20 ein echtes Manufakturwerk von der Marke mit vollständig integrierter Chronographengruppe. Und das wird natürlich nicht nur in dem Schwestermodell Carrera eingebaut, sondern auch in den aktuellen Ausführungen der Monaco. Auch in diesem Modell steckt es drin und wer eben aufgepasst hat, kann sich bereits gewundert haben, warum die Rückseite der Sondervariante zum Las Vegas Grand Prix so schillernd ist. Auf dem Sichtboden über dem Werk ist eine irisierende Beschichtung aufgebracht, die farblich zwischen Rot und Grün changiert, je nachdem wie das Licht darauf fällt. Mich hat das direkt an Sonnenbrillen oder ein verspiegeltes Helmvisier erinnert. Das Chronographenwerk darunter ist natürlich mit einem Automatikaufzug versehen und auch der Rotor ist hier passend zum Gehäuse schwarz eingefärbt. Neben der Unruhe ist dann auch das Schaltrad für die Steuerung der Chronographenfunktion deutlich sichtbar und Genfer Streifen verzieren die Hauptplatine. Der Rotor zieht übrigens beidseitig auf und trotz der Standardfrequenz wird hier, wie von einem modernen Uhrwerk zu erwarten, eine Gangreserve von komfortablen 80 Stunden erreicht. Das Gehäuse ist natürlich rein durch die Form, also dem leicht abgerundeten Quadrat, schon sehr ikonisch. An meinem Handgelenk mit ca. 17 cm Umfang trägt sich die Uhr ziemlich angenehm, auch durch das angebrachte Kautschukband mit Lederauflage und schwarzer Titanfaltschließe. Bei quadratischen Uhren ist die Größe am Handgelenk dann natürlich immer etwas anders als bei runden Modellen, also die angegebenen 39×39 mm sind nicht ganz mit 39 mm Durchmesser zu vergleichen, sondern wirken etwas größer am Arm als eine runde Uhr. Dank den kurzen Bandanstößen fällt der Lack-to-Lack-Abstand mit 47,4 mm allerdings relativ klein aus. Die Krone, die anders als beim Original mit Calibre 11 von 1969 auf der rechten Gehäuseflanke sitzt, wird von den Drückern umrandet. Besonders aufwendig ist mit Sicherheit die Herstellung des Saphirglases auf der Oberseite der Uhr,
Das ist nämlich nicht nur doppelt gefräst, um unten Platz für die Zeiger zu schaffen und oben diese typische Boxglasphase, sondern in sich auch noch gewölbt und bietet damit interessante Lichtreflexe. Das muss man einfach nur mal ansprechen, denn so viele rechteckige Boxgläser sieht man auch als Uhrenjournalist nicht. Die Sondervariante der Monaco zum großen Preis von Las Vegas ist auf 600 Exemplare limitiert und bringt den Charme des Nachtrennens ans Handgelenk. Eine ähnliche Ausführung der Monaco gab es übrigens auch letztes Jahr und immer noch in der Kollektion anlässlich des Rennens in Las Vegas. Geändert wurden die Farben und das nun dreifarbige Leuchtmittel. Der verspiegelte Sichtboden ist ebenfalls neu. Wer sein Geld nicht aufs Rennen setzen will oder in einem der zahlreichen Casinos in der Sin City verzocken will, bekommt für 11.400 € eines der 600 Exemplare der neuen Monaco im Vegas-Stil ans Handgelenk, die auch ohne Formel-1-Vorkenntnisse ein interessantes Sondermodell bleibt. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben und ein Abo dalasst. Außerdem freue ich mich über eure Meinung zur Uhr in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.